Hey, hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ina und in diesem Video nähe ich mir ein Karnevalsoutfit. Dieses Jahr ist es mal wieder soweit. Ich gehe zum Karneval. Ich mache das nicht regelmäßig, aber dieses Jahr hatte ich mal wieder Lust drauf und das sind auch super schöne Veranstaltungen mit netten Gruppen und da freue ich mich schon richtig drauf. Und ich hatte mal wieder Lust auf ein neues Karnevalsoutfit. Letztens habe ich diesen Jersey auf Kleinanzeigen entdeckt und dachte, ach, das Muster ist doch irgendwie so Flower Power mäßig. Bestellst dir einfach mal, beziehungsweise kaufst du. Gesagt, getan. Der Jersey kam. Ich bin auch super zufrieden. Ich wollte ein Oberteil draus nähen, irgendwie eine Jeans mit Schlag oder so dazu anziehen. Ja, so war mein Plan. Aber letztens saßen wir dann nochmal zusammen in der Gruppe und haben uns darüber unterhalten, was jeder so anziehen wird zu Karneval. Und dann habe ich halt erzählt, dass ich Stoff habe und mir noch was nähen will. Und eine meinte dann, ja, näh dir doch einen Zweiteiler. Wusste ja nicht, dass ich nur 1 Meter habe. Aber die Idee fand ich irgendwie super, super cool und konnte mir es auch gut vorstellen. Aber ich hatte ja keine Ahnung, ob es den Stoff noch gibt. Ich dachte eigentlich, wäre schon älter. Aber es gibt ja Google Bildersuche. Das ist eigentlich total cool. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal ausprobiert habt. Einfach ein Foto von dem Stoff machen oder von dem Muster oder was auch immer ihr sucht. Dann bei Google Bildersuche eingeben und wenn du Glück hast, kriegst du schnell ein Ergebnis. Und ich hatte Glück. Ich habe den Stoff noch gefunden. Es gab ihn noch zu kaufen. Und ich habe mir nochmal 1,30 Meter bestellt. Und das wird jetzt irgendwie eine Hose. Und das ein Oberteil. Und wie das dann alles zusammen aussehen wird, darauf bin ich sehr gespannt. Und wenn du auch drauf gespannt bist, dann bleib einfach dran und schau dir das Video an. Viel Spaß! Als erstes werde ich die Hose nähen. Da habe ich schon einen Plan, welcher Schnitt das sein soll. Und zwar dieser hier, den habe ich einmal genäht. Das ist ausgestellt. Ich will jetzt nicht so eine mega Schlaghose tragen, sondern aber so ein bisschen ausgestellt. Die ist nur ein bisschen kurz. Ich denke, ich muss es auf jeden Fall verlängern. Diese Hose. Also man sieht, die ist wirklich sehr, sehr kurz. Aber wenn ich das so verlängere, dann wird das ja auch noch was weiter. Und dann kann ich mir das gut vorstellen. Und das schneide ich jetzt als erstes mal zu. Ich hatte an den Musterverlauf beim Bestellen des Stoffes nicht so gedacht. Ich muss mal gucken, wie ich die beiden Hosenteile in der gleichen Richtung darauf platzieren kann. Deshalb muss ich das hier so weit wie möglich aufrollen. Ich will mal schauen, das hier unten wird es auch, selbst wenn ich es ausstelle, passen. Jetzt mal zuschneiden. Hier wird es ein bisschen knapp. Aber das ist Jersey, das ist dehnbar und ich nähe es einfach mit einer ganz schmalen Nahtzugabe. Nach unten hin, wie gesagt, habe ich einfach auch das Ausgestellte noch weiter ausgestellt und reichlich verlängert, damit die Hose so richtig schön lang ist. Oben hat sie Abnäher, die zeichne ich mir hier mal vor und dann nähe ich die schon mal ab. Und dann nähe ich die Hose einfach rechts aufeinander und die beiden Hosenbeine kommen dann ineinander. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die Hosen zu nähen. Ich verwende immer diese. Und wenn ich das dann zusammengenäht habe, dann schneide ich noch schnell einen Bund zu. Ein Bund ist im Schnittmuster eigentlich nicht vorgesehen, aber ich habe die Hose ja schon mal genäht und ich weiß, dass sie ruhig ein bisschen höher sitzen kann und ich finde das angenehm mit dem Bund und ein bisschen Stoff habe ich auch noch übrig und das wird jetzt mein Bund. Beim Zusammennähen der kurzen Seiten, rechts auf rechts, werde ich das Ganze gleich etwas schmaler zusammennähen, so dass ich das dann gedehnt daran festnähe und ich kein Gummiband einziehen muss. Das ist jetzt alles, was ich noch habe. Das ist das Teil, was ich bei Kleinanzeigen bestellt habe. Also ich meine, das wäre so 1 Meter. Ja, ist 1 Meter. So, ich habe das jetzt so hingelegt, dass ich auf jeden Fall das zweimal zuschneiden kann. Und ich werde auch zweimal das Rückenteil zuschneiden und dann gucken, welches mir von den beiden Teilen besser gefällt. Das nehme ich dann nach vorne und mache dann den vorderen Ausschnitt. Und von dem unteren Teil hier kann ich dann vielleicht noch hier so Ärmel dran nähen. Auch hier wird es wieder etwas knapp, aber ich habe schon bewusst wenig Stoff nachbestellt, weil ich auch nicht so viele Reste haben möchte und ich möchte natürlich auch nicht so viel Geld für etwas ausgeben, was ich jetzt gerade mal zweimal anziehen werde. Ich habe schon mal geguckt. Das wird also
die Vorderseite sein. Ich finde das total schön hier mit dieser großen Blume. Rückseite ist auch nett, aber das gefällt mir besser. Das wird vorne sein. Jetzt will ich mal gucken, dass ich hier noch ein paar Ärmel zugeschnitten bekomme. Dafür lege ich das erstmal hier so auseinander. Dann schneide ich das auf die Breite von dem oberen Ärmel zu, genauso wie ich das schon mal in dem Video gemacht habe mit dem Strickpulli. Das Video verlinke ich oben rechts, falls du gucken möchtest. Und die beiden Teile kommen jetzt rechts auf rechts an den Ausschnitt und dann schaue ich mal, wie das aussieht. Wenn ich die beiden Seiten gesteckt habe, dann nähe ich das kurz mit der Overlock fest und dann, bevor ich die Seiten zusammennähe, schneide ich hier erstmal den Ausschnitt am Vorderteil etwas tiefer. Dafür habe ich den Ausschnitt von Shirt Easy benutzt. Als nächstes habe ich das Shirt an den Seiten rechts auf rechts aufeinander geklammert. Ich habe es jetzt mal anprobiert. Mit den Ärmeln sind okay, aber ich bin noch nicht so richtig glücklich. Ich habe hier ja noch ein bisschen Stoff. Ich überlege, ob ich Tunnelzug dran nähe und ein Gummiband reinmache, dass das hier so ein bisschen an den Ärmeln so ein bisschen, dass das da so ein bisschen gerafft ist, weil so ist es einfach nur offen und weit und das gefällt mir nicht so gut. Und ich habe mich gerade an ein Shirt erinnert, das hier irgendwie so Schleifen dran hatte, hier oben so ein Schlitz. Und ich denke, ich werde jetzt hier oben ein Stück Jersey aufnähen und so einen Schlitz nähen. Und aus irgendwelchen Resten dann noch versuchen, hier so eine Schleife dran zu nähen, dass ich das dann oben knoten kann. Ich habe jetzt hier auf die Rückseite etwas Vlies gebügelt und die Mitte markiert und hier auch die Mitte markiert. Und das stecke ich jetzt rechts auf rechts. Ich zeichne mir das erstmal ein. Ich mache mal 6 cm. Und hier jeweils 1 oder 1,5. So, jetzt stecke ich das da drauf. Und jetzt nähe ich das hier. Beide Seiten habe ich jetzt genäht und jetzt gibt es kein Zurück mehr, wenn ich jetzt einschneide. Ich schneide jetzt knapp neben der Naht bis in die Spitze und dann falte ich das so nach innen und bügele das natürlich. Dann habe ich das noch knapp hier am Rand abgesteppt. Jetzt gucke ich mal, was ich noch an Stoff habe, um hier irgendwie so ein Band dran zu nähen. Das hier ist das einzige lange Teil, was ich noch habe von dem Stoff. Das ist noch von der Hose. Das teile ich jetzt einfach mal in 2 Teile. Von der Länge her sind es circa so 65 cm. Das sollte für eine Schleife reichen. Dann habe ich die Mitte markiert und diese Mitte kommt nun rechts auf rechts an die untere Naht. Das lege ich jetzt nicht so ganz aus. Ich brauche, habe ich mir überlegt, so circa 20 cm, um einen Knoten zu machen. Also werde ich das ein bisschen kürzer da drauf stecken und das Band dann dehnen beim Annähen. Als nächstes habe ich das Band, was übersteht, rechts auf rechts gesteckt, genau bis zum Rand von dem Ärmel. Und dann habe ich das an den beiden Seiten aufeinander genäht. Aber vorne nicht ganz gerade, sondern so ein bisschen schräg. Dann habe ich den Stoff etwas zurückgeschnitten und das Ganze nach außen gewendet. Nach dem Wenden habe ich die Enden schon mal gebügelt und als letztes lege ich nun die Nahtzugabe nach innen und stecke das offene noch auf dem Ärmel fest und steppe das Ganze von rechts ab. Und dann ist die Schleife fertig, alles festgenäht und jetzt kann ich hier oben so einen Doppelknoten reinmachen und habe das ein bisschen enger und halt auch noch so ein nettes Gebamsel. Die andere Seite habe ich natürlich auch gemacht und dann noch den Ausschnitt. Ich war noch nicht ganz happy. Irgendwas fehlte mir noch für den Kopf. Hut oder so habe ich jetzt nichts bei mir gefunden. Und der Stoffrest hier lag noch rum. Und das könnte noch reichen. Ich stückel mir jetzt was zusammen, nähe das der Länge nach aneinander und dann rechts auf rechts nähe das mit der Overlock zusammen
Eine Seite habe ich schon schräg zusammengenäht und das Ganze wende ich jetzt auf rechts. Und die Wendeöffnung habe ich mit der Hand zugenäht und das Haarband ist fertig. Als nächstes kommt noch eine Jeansjacke. Jeansjacken kann man auf dem Trödelmarkt echt teilweise für 2-3 Euro bekommen. So habe ich mir auch diese hier geholt. Und da schneide ich als erstes mal den Bund ab und die Ärmel. Es soll nämlich eine Weste werden. Damit das hier unten schön ausgefranst aussieht, rubbel ich das mal so ein bisschen aneinander. Und dann geht's weiter. Irgendwann hatte ich mir mal diese Fransen bestellt. Und jetzt endlich kommen sie mal zum Einsatz. Ich nähe das hinten auf dieser Naht von der Schulterpasse fest. Vorne habe ich dann auch noch ein paar Fransen festgenäht. Und dann ist mein Kostüm fertig. Und so sieht das Ganze aus. Tada! Ich bin happy mit meinem bunten Flower Power Outfit. Die Beine sind richtig schön weit geworden, aber nicht zu weit und es ist wirklich ultra bequem. Jetzt zeige ich es noch mit Weste. Was gefällt dir besser, mit oder ohne Weste? Schreib mir das doch gerne mal in die Kommentare. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen und freue mich sehr, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt. Und gleich daneben ist der Abo-Button. Also falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du den ja gerne direkt mitdrücken. Vielen Dank. Hier siehst du noch ein paar Eindrücke aus meinem Shop. Dort biete ich Schnittmuster an, von denen einige kostenlos sind. Ich freue mich, wenn du mal reinklickst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann!